Hi, liebe Musikfans, mein Name ist Arius Beats und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. In diesem Video wird es um 3 Songs gehen, von welchen mindestens einer euch bekannt vorkommen wird. Und zwar im Ursprung ein Hit aus den 90ern, dazu gleich nochmal, dann ein anderes neues Lied von auch anderen Interpreten aus dem Jahre 2012, welches aber ein selbes Grundgerüst hat, beziehungsweise eine Akkordline, dazu ebenfalls gleich. Und der aktuell virale Hit In My Mind, welcher so gesehen ein Cover von dem Lied von 2012 ist, aber im Endeffekt nur ein Remix von dem Ursprungshit aus den 90ern, welcher auch wiederum vom selben DJ ist, und zwar Gigi D'Agostino. Ist das Ganze noch zu verwirrend? Nach dem Intro gehen wir ins Detail. Bis gleich! Schön, dass ihr noch dran seid. Dann wollen wir auch mal direkt loslegen. Wir spielen jetzt der Reihenfolge nach die im Intro angesprochenen Songs an. Wir beginnen direkt mit dem Song, welcher euch alle erst einmal geläufig sein sollte, und zwar In My Mind in der Version, wie wir sie gegenwärtig kennen. Jo, ist uns soweit bekannt. Jetzt spielen wir die angesprochene Version aus 2012 ab, wo auch ein Laie eine gewisse Parallele erkennen dürfte. Klingt wie folgt. Alles klar? Und nun die von mir angesprochene Version aus den 90ern, die vielleicht auf den ersten Hör noch nicht so vertraut vorkommen könnte, beziehungsweise mit den anderen vielleicht jetzt noch nichts für den einen oder anderen nicht so tief in der Musik steckende ähnlich klingt. Wie auch immer der Satz begonnen hat, wir hören es uns an. Okidoki. So, nun zu den Songs im Einzelnen. Das Grundgerüst habe ich selber hier einmal vorbereitet. Es handelt sich um dieses, das hören wir jetzt auch noch einmal einzeln ab. So, und immer so weiter. Das ist jetzt nur die Bassline, also wirklich das Grundgerüst, noch keine Akkorde, nichts, spielt jetzt auch nicht zur Rolle. Im Vergleich einfach nur kurz mit In My Mind, hören wir das zusammen an und es wird passen. Okay, wunderbar. Und nun kommen wir zu den Parallelen der Songs. Also, ihr habt jetzt In My Mind gerade gehört und die Version aus 2012, wo euch am Text sicherlich spätestens aufgefallen ist, oh, es ist ja irgendwo dasselbe Lied, genau, denn das ist ein Remix von dem Song aus 2012. Song vor allen Dingen. Naja, machen wir mal weiter. Jetzt das Original einfach mal um 300 Cent nach oben gepitcht und da fällt uns dann direkt auf, ist noch ein bisschen mehr In My Mind. Also das ist jetzt die Version aus 2012 gepitcht. Ja, das war diese Version, gepitcht. Und jetzt nochmal gepitcht und dann gleich In My Mind, wie wir es heute kennen. Und wie wir es heute kennen. Klar, die Stimme etwas anders bearbeitet, ein bisschen mehr im Hintergrund, Reverb drauf und so weiter, aber ne, ihr wisst ja, im Prinzip ist es genau davon ein Remix. So, der Witz ist aber jetzt, das Lied von 2012 ist ein komplettes Standalone-Lied. Das hat jetzt so gesehen mit den anderen beiden erstmal nichts zu tun. Klar, es ist ein Remix. Aber der Witz ist, der Remix, den wir heute kennen In My Mind, ist ja von Gigi D'Agostino. Und der ist auch der gleiche DJ aus den 90ern, von welchem eben das Lied hier unten stammt. Und jetzt kommt's, er hat in den 90ern ein Lied gemacht. Jetzt ist das von 2012, aber hingegen kein Remix aus dem Song der 90er, nein, es ist einfach nur dasselbe Grundgerüst. Das wird aber Gigi D'Agostino aufgefallen sein und er wird vielleicht an sein Lied gedacht haben und gedacht haben, hey, mache ich da doch mal einen Remix draus. Wie ich darauf komme, ist nicht nur, weil es dasselbe Grundgerüst ist, dann könnte man das ja bei jedem Song mit gleichen Akkorden sagen und davon haben wir ja zuhauf. Nein, weil nämlich dann auch interessanterweise später im Refrain, wenn die Melodien einsetzen, es sehr ähnlich ist. Und da machen wir jetzt auch mal direkt einen Vergleich, indem ich euch eine Stelle aus In My Mind zeige. Also achtet hier wirklich auf die Melodie und jetzt hört mal die 90er Version.
So, hier wurden nämlich einfach nur ein paar Töne weggelassen. Im Prinzip ist es aber sogar dieselbe Melodie. Wir haben in der neuen Version sowas ähnliches wie und in 90er Version haben wir einfach ein paar Töne mehr. Das erkennt man auch, wenn wir jetzt die eigene gespielte Version nehmen und einfach nur diese paar Töne dazu nehmen. Und jetzt passen nämlich beide drauf. Zu der 90er Version muss ich noch eben sagen, die zweite, die ich gerade abgespielt hatte, war ebenfalls gepitcht. Also hier nochmal kurz zum Vergleich, damit das nicht für Verwirrung ist. Die Originale aus den 90ern. Und hier einfach gepitcht, damit es mit dem Bass übereinstimmt. Es ist dann nicht mehr in D, sondern eben wie die neue Version in Fis. Alles klar. Und jetzt spielen wir das einfach mal ab und wir werden sehen, es wird wieder passen. Dazu erhöhen wir das Tempo auf 137. Und immer so weiter. Ja, ich fand es auf jeden Fall ganz interessant. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt mal, ob es euch aufgefallen ist, beziehungsweise ob ihr jetzt nicht fandet, dass das irgendwie ähnlich ist, weil im Prinzip ist es dasselbe Gerüst sowieso und es sind eben halt melodisch sehr, sehr ähnliche Töne, beziehungsweise überschneidende Töne und hier und da wurden einfach welche weggelassen oder an anderen Stellen passend platziert. Einfach aus den logischerweise Akkorden zum Grundgerüst die Töne jeweils genommen, daraus die Melodie gesetzt, aber ne, es ist ja auch beides von Gigi und ich denke mal, das ist wirklich halt auf seinen 90er-Song ein Remix, während ja so gesehen erstmal nur in Anführungszeichen bekannt ist, dass es ein Remix der 2012er Version ist. Während ich aber fand, dass die 12er einfach zufällig entstanden ist auf demselben Grundgerüst und Gigi sich gedacht hat, ach, erinnert mich an meinen alten Song, remix ich den doch einfach mal. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. War einfach mal so ein Video nebenbei. Ich fand es ganz interessant, wollte es unbedingt mal zeigen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag euch noch und tschüss!